Hallo alle zusammen und willkommen bei meinem neuen Video. Diesmal aus der Küche. Ja, ich weiß, einige Leute haben so extra ihren Videodrehraum und ich schaue wiederum immer wieder mal so je nach Tageszeit, wann ich ein Video aufnehmen möchte, wo dann gerade irgendwie das beste Licht ist. Und gerade ist es halt tatsächlich in der Küche. So, heute ist das Video ein klein wenig anders bzw. besonders, denn es ist eine Art Reboot von einem Video, was ich schon mal gemacht habe. Und zwar hatte das damals den Titel Frau sein in Japan. Wie ist das? Da das Video schon ein klein wenig älter war, dachte ich mir, ich recherchiere mal wieder so ein bisschen und guck mal, was es zu den jeweiligen Themen so Neues gibt. Deswegen werde ich auch in diesem Video genau über diese Themen hier reden und ich hoffe, ich kann hier und da ein wenig Klarheit schaffen. BHs kaufen in Japan. Ich muss sagen, ich mache das eigentlich sehr gerne und dadurch, da sehr viele Japanerinnen scheinbar eine nicht so große Oberweite haben, habe ich tatsächlich hier eine Mordsauswahl. Ich bin mir sicher, das geht auch in Deutschland, aber hier scheint es irgendwie gang und gäbe zu sein, dass dir sofort eine Angestellte zu Hilfe eilt und dir sogar beim Ausmessen hilft. Denn gerade da kann so viel schief gehen. Entweder, weil man sich selber irgendwie seine Größe zurechtdenkt und sie dann doch letzten Endes zwickt oder das Teil dann letzten Endes zu groß ist. Was mir aber aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass bei sehr vielen BHs irgendwie immer so viele Polster drin sind, beziehungsweise die so ausgelegt sind, dass du immer noch mehr Polster reinstopfen kannst, um halt noch mehr zu pushen. Ich kann das mal bei diesem Exemplar hier zeigen. Das war übrigens eine Limited Edition von Peach John in Collaboration mit Sailor Moon. Und wenn man das Ding hier aufklappt, sieht man halt direkt diese Lasche und dieses Täschchen hier, dass man, ja, und es ist sogar auch schon ein Polster drin. Also in der Regel ist eigentlich immer schon ein Polster drin. Das ist irgendwie bei recht vielen so, auch dass die Körbchen irgendwie recht steif gestaltet sind. Also allein schon auch natürlich durch den Draht unten. Und hier ist es zum Beispiel so designt, dass es auf den ersten Blick gar nicht so irgendwie nach einem Täschchen aussieht, aber man sieht halt hier die Naht. Es ist überall schon wirklich sehr auf Push ausgelegt. Vor allem irgendwie immer bei den BHs, bei denen die Designs total niedlich sind. Was ich aber immer wieder mal so auf der Timeline lese, ist wohl die Tatsache, dass gerade Frauen mit etwas größerer Oberweite immer wieder echt Probleme haben, schöne und vor allem passende BHs zu finden. Es gibt zwar große Größen, aber wenn man wirklich große hat, ist es echt troublesome und ich denke, dann muss man schon wirklich zu speziellen Läden gehen. Aber das Gute ist, es gibt Läden wie GU oder Uniqlo, und da gibt es auch eine wahnsinnig große Auswahl an Büstenhaltern. Diese sind aber meistens sehr schlicht. Und es gibt mittlerweile auch welche ohne Draht, die eher so in Richtung Sport-BHs gehen und die scheinen auch wirklich sehr bequem zu sein. Ja, da kann man auf jeden Fall schon mal, das hat sich auch irgendwie in den Jahren nicht geändert, ganz strikt sagen, dass Japaner eher Binden benutzen als OBs. OBs sieht man wirklich ganz selten, wenn überhaupt, in den Drugstores. Ich hatte mal welche gesehen und die hatten dann irgendwie so Einführhilfen auch noch mit. Das waren irgendwie so Plastikröhrchen. Aber wie gesagt, das ist auch schon echt ewig her. Was aber vor allem sehr verwirrend ist, ist die Tatsache, dass es wirklich glaubt mir, sehr viele verschiedene Binden gibt. Was da wirklich sehr hilfreich ist, ist bei einigen Läden zumindest der Fall, dass Samples am Regal hängen. Denn wenn man sich das Ganze mal so anschaut, hat man immer zwei wichtige Größen draufstehen. Und zwar ist das hier die Dicke der Binde und das hier die Länge. Wenn man aber so eine Zahlendenkbremse ist wie ich, dann kann man nicht viel mit einer Zahl anfangen. Und deswegen ist es wirklich total praktisch, wenn da Samples hängen. Aber ich habe es wirklich sogar einmal geschafft, ja, mich zu vertan. Das ist auch schon etwas länger her. Und der Witz ist, ich habe diese Binde jetzt tatsächlich für dieses Video so lange aufbewahrt. Ich muss sie einfach zeigen. Ich hatte erstmal gedacht, es wäre eventuell eine Inkontinenzbinde. Es steht aber allerdings drauf, dass sie für die herkömmliche Periode benutzt wird. Und zwar sieht die so aus. Hier sieht man auch gleich, dass sie Flügel hat und 40 cm lang ist und halt für die Nacht ausgelegt. So, hier mal zum Vergleich, das ist die große und das ist die herkömmliche. Schon ein Unterschied, oder? So, und das ist das Ding ausgepackt. Schon ein Unterschied, was? Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich in Deutschland auch so große Binden für den normalen Gebrauch gibt. In Japan ist es wohl scheinbar so, dass Kondome das meist benutzte Verhütungsmittel sind. Wenn überhaupt. Man bekommt diese ganz herkömmlich im Kombini, im Supermarkt oder in Drugstores.
Natürlich gibt es auch noch so weitere Methoden wie Temperatur messen. Das ist auch meistens so in den Drugstores, dass du die Thermometer dafür auch so in der gleichen Ecke stehen hast. Oder es gibt halt auch die Möglichkeit, mit dem Kalender zu verhüten. Die Pille gibt es auch in Japan, allerdings ist sie ein wenig teurer als im Ausland. Ich kenne zum Beispiel so einige Leute, die ihre Pille aus dem Ausland bestellt haben. Dann gibt es auch noch die Spirale. Eine sehr beliebte Marke für Spiralen ist die Marke Mirena. Diese wird sogar zum Teil von der Versicherung übernommen. Natürlich nur, wenn die jeweilige Person während ihrer Periode unter starken Schmerzen leidet. Mit Versicherung belaufen sich die Kosten der Spirale auf ungefähr 10.000 Yen. Ansonsten kann die schon locker über 40.000 Yen kosten. Laut einer Umfrage, die 2019 durchgeführt wurde, die packe ich by the way mal unten in die Videobeschreibung, entschied sich zu dem Zeitpunkt nur eine geringe Anzahl von Frauen für die Spirale. Das waren Frauen in Japan im Alter zwischen 15 und 49 Jahren. Und gerade mal 0,4% davon haben sich für eine Spirale entschieden. Das ist wirklich sehr wenig. Der Preis der Pille selbst ist ein wenig unterschiedlich, je nach Arzt. Diese kann pro Monat 2.000 bis 3.000 Yen kosten. Wie gesagt, je nach Marke und Arzt. Es gibt natürlich auch noch teurere Marken, also nach oben hin ist immer Luft. Und hier seht ihr mal die Verhütungsmittel, die sehr, sehr schwer in Japan zu bekommen sind oder sogar gar nicht mal vorhanden. Die Pille danach wird nicht von der Versicherung übernommen. Man muss direkt zum Frauenarzt und dort 10.000 Yen zahlen. Wenn man sehr schnell eine brauchen sollte, ist es, glaube ich, der einfachste Weg, danach zu googeln, plus der Gegend, in der man wohnt. Und Google sollte dann dementsprechend Frauenärzte ausspucken, die hier allerdings Ladies Clinic heißen. Also nicht vom Namen abschrecken lassen. Und dann gibt es natürlich noch das Thema Mode. Dieses ist in Japan tatsächlich sehr vielfältig und es gibt so viele, unbeschreiblich viele verschiedene Stile. Wohingegen in Deutschland es meistens ein großer Einheitsbrei ist und zum Beispiel sehr viel Jeans getragen wird. Neuerdings auch Crop Tops und Oberteile mit Ausschnitt. Und ich kriege von Freunden sehr häufig mit, dass sehr viele Leute irgendwie immer gefühlt das Gleiche kaufen, weil jeder in den gleichen Laden rennt wie H&M, C&A und so weiter. Und dass die Mode hier und da gar nicht so locker ist und nicht so verspielt und auch nicht so feminin manchmal wie in Japan. Hier scheint es sehr normal zu sein, dass Frauen Röcke und Kleider tragen. Aber wie gesagt, wegen Klamotten nochmal, also da rede ich ja nur von Tokio. Glaubt mir, in anderen Städten, vor allem auch so in Dörfern, da ist der Stil natürlich ganz anders. Sehr viel schlichter, sehr viel normaler. Ich habe das Gefühl, Tokio ist so eine richtige Style City. Ich muss auch sagen, ich habe irgendwie auch einmal ein schlechtes Gefühl, wenn ich irgendwie ungeschminkt in die Stadt fahre, so in die Innenstadt. Irgendwie kann ich das nicht. Was vielleicht auch noch interessant zu wissen ist, ist die Tatsache, dass sehr viele Kleider One-Size haben. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man in den meisten Läden im Ichimaru-Q, das ist dieses große Gebäude in Shibuya, wenn man da reingeht, die meisten Klamotten haben halt immer nur so eine Einheitsgröße. Aber in anderen Läden wiederum, wie Uniqlo oder GU, gibt es die normalen Kleidergrößen, also die verschiedenen wie S, M, L und sogar XL. Was aber, glaube ich, hier LL heißt. Ich bin mir aber da nicht so hundertprozentig sicher. Wer sich jetzt aber denkt, boah, One-Size, da passe ich nie rein. Es gibt einige Marken, die zwar One-Size-Klamotten haben, die aber extra mit Stretch bearbeiten, sodass man, wenn man jetzt wirklich nicht so eine dürre Bohnenstange ist, auch in eines der schönen Kleider reinpasst. Wenn man zum Beispiel mehr Oberweite hat oder mehr Taille. Denn der Körperbau von Japanerinnen ist ja in der Regel sehr gerade. Da kann ich zum Beispiel, die Marke kennt ihr bestimmt schon, Axis Femme empfehlen. Die haben recht schöne und vielseitige Klamotten. Diese sind zwar auch immer One-Size, aber sehr häufig und gerade die Kleider und Röcke hinten mit Stretch gemacht. Und wer sich nicht so ganz sicher ist über eine Klamottenmarke, der kann eigentlich immer ganz gut bis Ende des Jahres warten und von einer Marke, die einem interessiert, sich einfach mal die Lucky Bag gönnen. Das habe ich letztes Jahr mit ein paar Marken gemacht und habe dadurch auch echt tolle gefunden. Und dann sieht man auch, ob das einen so passt vom Typ her und ob es generell was für einen ist. So, jetzt bin ich durch mit meinem Video. Ich hoffe, es war hier und da ein wenig informativ und konnte etwas aufklären im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!